Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute beginnen wir mit der großartigen Piratenthemenwelt, die Lego im Mai 1989 herausgebracht hat. Ganz groß auf der Titelseite angekündigt, sehen wir im Katalog eine ganze Doppelseite mit einem stimmungsvollen Diorama. Das Startsortiment bestand aus 10 Packungen und einem Buch. Für jeden Geschmack und für jeden Anlass war die passende Packung dabei. In der Piratenwelt gibt es viele Neuheiten. Zum ersten Mal bekommen die Minifiguren bedruckte Gesichter mit Haaren, Bärten und Augenklappen. Der kampferprobte Piratenkapitän Rotbart ist von vielen Verwundungen gezeichnet. Neben dem linken Auge hat er im Kampf auch die linke Hand und den rechten Fuß verloren. Captain Rotbart heißt im englischsprachigen Raum oft Captain Roger. Er hat 2 neue Haustiere, den bunt bedruckten Papagei Polly, der im englischen Sprachraum Popsy heißt, und das geschickte Äffchen Spinoza. Am Körper mit dem langen, aufgerollten Schwanz sind 4 braune Minifigurenarme eingesteckt und der Affe hat 4 Minifigurengreifhände, mit denen er geschickt klettern und alle Werkzeuge festhalten kann. Die Piraten haben meist ein neues Kopftuch oder einen Dreispitz auf, der oben einen Stecker für eine Ritterfeder hat. Dieser bleibt aber meist leer, es werden keine Hutfedern verwendet, außer beim Gouverneur. Die verwegenen Piraten haben ein Gesicht voller Bartstoppel, einen mächtigen Schnauzbart und einen nackten Oberkörper mit gestreiften Unterleibchen. Es gibt auch eine Piratin mit roten Lippen statt dem Standardlächeln. Und am Oberkörper ist ein Mieder, Gürtel und Brustgurt aufgedruckt. Die Piraten werden von den Gardesoldaten gejagt, 3 Jahre lang bis 1981 mit blauer Uniform. Die Fußsoldaten haben einen Rucksack auf dem Rücken und die Offiziere tragen einen braunen Bart im Gegensatz zum Captain Rotbart. Die Piraten sind mit neuen Waffen ausgerüstet, mit Vorderladermusketen, Säbel und Steinschlosspistolen. Es gibt Ruderboote und eine schöne Spielfunktion sind die Schiffskanonen mit dem Federschussmechanismus für 1x1 Rundsteine. Die altbraune Lafette ist relativ selten. In den Festungen sind die Geschütze auf Drehtellern montiert, im Schiff auf braunen Autoradfelgen. Das große Piratenflaggschiff, das wir uns gleich anschauen werden, hat 4 dieser Kanonen auf Lafetten im Batteriedeck. Das hier sind die 3 Kleinpackungen von 89, das Set mit den 5 Minifiguren 6251, der Pirat mit Schatztruhe und Affe 6235 und das Ruderboot mit Offizier und Kanone 6245. Wir halten uns bei den Piraten aber nicht lange bei den Kleinsets auf, sondern gehen gleich zum Spitzenmodell. Die große Piratenbrigantine 6285 heißt auf amerikanisch Black Seas Barracuda oder auf britisch Dark Shark. Es ist ein zeitloses, prägendes Lego-Set, das ich schon seit langer Zeit als Blickfang in meiner Sammlung stehen habe, obwohl ich sonst überhaupt keine Beziehung zur Piratenwelt habe. Ich habe euch das Piratenschiff schon einmal beim 3000 Abo-Special im Vergleich mit dem kultigen Playmobil Piratenschiff 3535 von 1978 gezeigt. Playmobil war mit den Spielwelten, Figuren und Werkzeugen früher Lego immer weit voraus und so war das äußerst erfolgreiche Playmobil-Piratenschiff sicherlich auch das Vorbild für das genau gleich große Lego-Piratenschiff. Ein Einzelset ist für einen Sammler niemals zufriedenstellend, deshalb habe ich die Gelegenheit genützt und meine Piratenwelt für die Videos mit 3 weiteren großen, kultigen Packungen erweitert.
das Gouverneurskastell, den Freihafen und die Südseeinsel, die wir uns dann Schritt für Schritt in den nächsten Folgen anschauen werden. Ich wollte das Lego-Piratenschiff eigentlich nicht nochmals zeigen, aber es darf keine Piratenwelt ohne die Piratenbrigantine 6285 geben. Das Set besteht aus 843 Teilen. Das Schiff hat mit 60 cm Länge und 48 cm Höhe eine sehr beeindruckende Größe. Der Rumpf ist aus 3 verschiedenen großen Formteilen gebaut. Es können beliebig viele Mittelteile aneinandergereiht werden, genauso wie bei den alten Schiffen von 1973. Aber leider ist das Piratenschiff nicht mehr schwimmfähig. Das ist ein großer Rückschritt. Aber wahrscheinlich sind die neuen Bauteile zu niedrig, um Schwimmkörper einzubauen. Am Heck gibt es 2 Halter für das Ruder. Die Rumpfelemente werden an der Unterseite mit 2x4 Grundsteinen fixiert. Es gibt Querrillen, in die man Autoräder einbauen kann, dann kann man das Schiff auch schieben. Wichtige neue Schiffsformteile sind die Masten, die aus 3 Teilen bestehen. An den Plattformen sind 2 seitliche Wanten eingehängt, die die Masten festhalten. Eine dritte Mastspitze wird als Bugspriet verwendet. Die vielen Form- und Spezialteile schränken das für Lego typische kreative Bauen sehr stark ein. Aus dem Piratenschiff kann man immer nur wieder ein anderes Schiff, ein Piratenversteck im Schiffswrack, eine Strandbar oder eine Schiffsschaukel im Vergnügungspark bauen. Auf die Bauanleitung lege ich persönlich überhaupt keinen Wert, deshalb ist es mir auch egal, dass hier das Deckblatt fehlt. Es ist ein großes DIN A4-Heft, das im Querformat gedruckt ist. Bauanleitungen zeigen uns doch immer interessante Details und Hintergrundinformationen. In dieser Bauanleitung ist auf Bauschritt 6 ein Fehler, es ist eine Platte zu viel eingezeichnet. Deshalb liegt ein loses Korrekturblatt bei, wo der Fehler ausgebessert ist, die Hinterseite von diesem Korrekturblatt ist leer. Die teuersten Teile beim Piratenschiff sind eindeutig die Segel. Deshalb habe ich beim Kauf großen Wert darauf gelegt, dass alle Segel in einwandfreiem Zustand dabei sind. Ich lagere die Rahsegel immer in einer Folie und montiere sie heute erst zum 2. Mal überhaupt am Modell. In der Bauanleitung sieht man, dass man bei den neuen Segeln überschüssige Verbindungsteile mit einer Schere abschneiden muss. Die Originalsegel bestehen aus einer gestärkten Kunststofffaser und sind relativ steif. Ganz typisch ist das Ausfransen der Ränder bei den alten Segeln. Und besonders empfindlich sind die ausgestanzten Löcher, die sehr leicht ausreißen. Man muss die Kupplungskugeln an den Bäumen vorsichtig durch die kleinen Löcher im Segel durchdrücken. Die Segel schauen gebläht aus, wenn sie aufgehängt sind. Die Oberkante der oberen Segel spannt ziemlich stark, deshalb bin ich sehr vorsichtig und baue die Kupplungshalter zuerst aus, stecke das Segel ein und befestige dann den Kupplungshalter wieder am Querbaum. Das Tauwerk war bei meinem Modell nicht mehr dabei. Im Originalmodell gibt es mitteldicke und dünne Taue. Ich habe einfach eine schwarze 0,5 mm Perlschnur eingezogen. Das Piratenschiff wird als Brigantine bezeichnet, aber das typische Schratsegel am Großmast ist beim Lego-Modell einfach weggelassen worden, obwohl die Bäume vorhanden sind. Es wäre kein Problem gewesen, noch ein 6. Segel mit auszuliefern. Die Querbäume für die Segel sind mit den 1x2 Hakenplatten von 84 umgekehrt in die Ösen eingehängt. Für die Ausleger werden 1x6 Scharnierplatten verwendet. Zwischen der oberen und der unteren Hälfte der Masten befinden sich die Marsen, die besondere Plattformen mit den Haltern an der Seite, wo die Wanten eingehängt werden. Der Mastfuß wurde nicht neu für das Segelschiff gemacht, sondern es ist der Favoland Karussellfuß von 86.
Die Wanten sind mit Clips an der Reling befestigt und stützen die Masten links und rechts stabil ab. Am Fockmast ist ein Kranausleger eingehängt, der genauso aufgebaut ist wie der Schratsegelbaum am Großmast. Man kann den Ausleger am Haken um 180 Grad schwenken und mit dem Scharnier nach oben und unten bewegen. Das Zugseil wird ganz einfach zwischen die Scharnierfinger eingelegt, in der hinteren Öse des oberen Mastteils umgelenkt und mit einer Scheinwerferhalterplatte an der Reling festgemacht. Es gibt also keine Winde, man muss das Seil mit der Hand nach oben und nach unten ziehen. Am Seil hängt ein Kranhaken. Die Krangondel ist ein 4x4 Flugzeugunterteil, das mit 2 Jumperplatten und einem flexiblen schwarzen Spiralschlauch in den Kranhaken eingehängt wird. Nach dem Verladekran als Teil der Takelage schauen wir uns jetzt den Rumpf an. Die schön geschwungene Reling ist überall reich mit gelben Steinen verziert. Und gelb ist auch die vorherrschende Farbe am Bugspriet. Und die Meerjungfrau als Galionsfigur ist nach meiner Ansicht die 9. Minifigur in diesem Set. Der goldene Kelch in der Hand der Meerjungfrau ist bei den Seefahrern ein Symbol für Reichtum, Glück und göttlichen Beistand. Das dreieckige Starksegel ist fest in das Tauwerk eingehängt. Das Bugspriet ist ein 16 Noppen langer oberer Mastteil, der auf einer 1x6 Scharnierplatte schräg eingebaut ist. An der linken Seite hängt der Anker, ein schönes, neues, großes Spezialteil, absolut passend zum Segelschiff. Das Ankertau führt mit einem Techniklochstein durch die gelbe Reling zur Ankerwinde am Fockmast. Die Ankerwinde ist eine braune Feuerwehrschlauchhaspel, der Anker hängt aber nicht an einem Feuerwehrschlauch, sondern an einer mitteldicken Schnur, die bei meinem Modell nicht sehr lang ist, aber sie muss nur bis auf die Spielfläche reichen, weil das Schiff ja sowieso nicht schwimmen kann. Links und rechts von der Ankerwinde gibt es einen Waffenhalter. Vorne am Bug gibt es einen offenen Laderaum, vielleicht ist er für zusätzliche Kanonen gedacht, weil es außen an der Bordwand eine Luke gibt. An Deck hat der Laderaum links und rechts 2 schwarze Klappen zum Aufmachen und unter Deck gibt es einen gelben Fensterrahmen mit 2 roten Fensterläden als Eingang. Einen ähnlichen Laderaum wie unter dem Fockmast haben wir auch hinten unter dem Großmast, mit 2 Luken an Deck und mit Fensterläden unter Deck. Vor dem Großmast hängen 4 Werkzeughalter für Waffen, hier kann man die 3 Musketen aufhängen, die beim Set dabei sind. Zwischen den Masten gibt es ein offenes Batteriedeck mit 4 Schiffskanonen auf roten Lafetten mit schwarzen Autoachsen und braunen Felgen als Rollen, die man auf gefliesten Bahnen vor- und zurückschieben kann. In die Halter seitlich an den Lafetten würden noch schwarze Funkantennen als Stopfer passen. Zwischen den Kanonen ist ein Behälter mit einem niedrigen Gartenzaun mit den schwarzen 1x1 Rundsteinen als Kanonenkugeln. In der Bordwand gibt es Klappen aus roten Flaggen, durch die man die Kanonen hinausstecken kann. Die Luken hängen auf neuen, modifizierten 1x2 Scharnierplatten, die für das Piratenschiff ganz neu herausgekommen sind. 2 höher gestellte Klappen gibt es noch links und rechts vor der Kajüte und 2 tiefgelegene am Heck unter der Kajüte, links und rechts vom Ruder. Alle diese Luken waren vielleicht ursprünglich als zusätzliche Klappen für Geschütze geplant, aber im Schiffsbauch gibt es keinen ausreichenden Platz für zusätzliche Kanonen. Die Prunkkajüte hat am Heck eine schräge Wand, mit hinten und an beiden Seiten 4 Fenstern, mit den neuen weißen Gitterfensterflügeln, die anfangs ausschließlich für die Piratenwelt verwendet wurden.
Oben wird die Rückwand von einem Scharnier zugehalten. Wenn man es aufmacht, kann man die Rückwand nach unten klappen. Man sieht die Einrichtung der Kapitänskajüte mit Schatztruhe, Kelch, an der Wand hängt eine Schatzkarte und in der Mitte gibt es die 9. rote Klappe als Durchreiche. Bei der Kajüte kann man nicht nur die hintere Wand, sondern auch die obere Decke aufklappen. Man kann sie also von hinten und von oben bespielen. Vorne gibt es 2 große Rundbogeneingangstüren mit 2 braunen Türflügeln, dazwischen die Durchreiche in die Kajüte. Hinter dem Großmast führt eine Treppe aus 3 umgekehrten Schrägsteinen auf die Brücke. An beiden Seiten der Brücke haben wir links und rechts braune Hellebarden als Verzierung, an der Seite und an der Rückwand die Gitterfenster, am Heck 3 große Schiffslaternen, die aus den neuen Palmkronen gebaut sind. Ein sehr empfindlicher Greifarm trägt die lange Turnierlanze als Fahnenmast, daran hängt die 2. große Piratenflagge. Eine weitere gibt es am Großmast, eine kleine am Fockmast und die zweite kleine kleine Piratenflagge ist an einer umgekehrten schwarzen Funkantenne am Beiboot. Bei diesen alten Bauteilen muss man besonders auf die empfindlichen Clips aufpassen, die sehr spröde sind, stark quietschen und sehr leicht abbrechen. Besonders gefährlich ist das bei den Flaggen an den Luken, die man nicht seitlich einschieben kann, sondern auf die neuen Scharnierplatten aufstecken muss. Die Prunkkajüte im Achterkastell ist reich geschmückt mit 2 gelben Basic-Blüten von 1985 und mit ganz besonderen geschwungenen 1x2x4 Steinen mit einer Mittelnoppe, die nach ihrer Form zwar Fabuland Kühlergrillsteine heißen, aber diese Steine sind wirklich speziell für das Piratenschiff von 89 eingeführt worden und habe nichts mit den Fabuland Kühlergrillsteinen gemeinsam, die oben 2 Noppen anstatt einer Noppe haben. Auf der Brücke steht das große Steuerrad, ein weiteres typisches neues Bauteil für das Segelschiff. Links und rechts gibt es auf Haltern 2 transparentgelbe 1x1 Rundplatten als Lichter und vorne 2 Werkzeughalter als Pistolenhalter. Ein weiteres Bauteil vom Piratenschiff ist die Planke. Ein Verräter oder ein Meuterer wird gerade von der Piratin über die Planke geschickt. Eigentlich eine sehr makabere Szene, aber zum Glück wartet unten im Beiboot sein Freund und wird ihn gleich retten. Zum Schiff gehört ein braunes Beiboot mit grauen Ruderbänken, roten Rudern und einer kleinen Piratenflagge. Die Schiffsbesatzung besteht aus 9 Minifiguren und 2 Tieren. Kommandiert wird das Schiff von Captain Rotbart, der mit seiner Hakenhand die Klinge immer noch sicher führt, denn die gesunde Hand braucht er, um seinen Papagei Bolle zu halten. Und in der Takelage klettert das Äffchen mit seinen 4 Armen. Neben der schwer bewaffneten Piratin mit dem blauen Kopftuch gibt es noch eine zweite Frauenfigur, nämlich die Meerjungfrau mit rotem Kopftuch als Galionsfigur. Wer noch nicht ganz volljährig ist, bitte kurz wegschauen, denn die Meerjungfrau ist splitternackt. Die 3 Piratenoberkörper kommen doppelt vor. Es gibt 2 Figuren mit Augenklappen und blauer Jacke. Der mit dem schwarzen Dreispitz ist der Steuermann Remy und den braunen Dreispitz trägt der Bootsmann Robin. Dann gibt es noch 4 Piraten mit demselben mächtigen Schnauzbart im Gesicht. 2 mit rot gestreiftem Hemd und blauem Kopftuch und 2 mit blau gestreiftem Hemd und rotem Kopftuch. Eine stolze Besatzung von 9 Figuren, die für alle Abenteuer gut ausgerüstet ist. Das Schiff ist schwer beladen mit 2 Schatzkisten zum Aufklappen, die es schon 85 bei den Rittern gegeben hat.
Neu sind die goldverkronten Münzen viel zu dünn für eine Minifigurenhand. In jede Kiste gehören 2 Vierersets zu 10, 20, 30 und 40 Dublonen. Es gibt noch 2 gelbe Kelche und auf den 2 Schatzkarten ist die Lage der vergrabenen Schätze genau eingezeichnet. Das Piratenschiff ist ein wunderschönes zweimastiges Segelschiff. Das erste Lego-Segelschiff mit echten Segeln aus Stoff. Im Katalog steht zwar Brigantine, mit den Rahsegeln am Großmast ist es aber eindeutig eine Brig. Im Katalog steht Vollbesegelung, auch das stimmt nicht. Das Schratsegel am Großmast wurde eingespart, obwohl die Bäume vorhanden sind. Es ist auch sehr schade, dass das Schiff nicht schwimmen kann. Das wäre technisch problemlos möglich gewesen mit Schwimmkörpern als Schiffsmodule, wie es in der City-Spielwelt seit 73 üblich ist. Mit den vielen Spezialteilen wird das für Lego typische kreative Bauen sehr eingeschränkt. Wegen den sehr empfindlichen, teuren Segeln und den morschen Clips, die sehr leicht abbrechen, muss man mit diesem Sammlerset sehr behutsam umgehen. Wie gesagt, ist die Lego Black Seas Barracuda ein zeitlos prägendes Set, das ich schon seit langer Zeit als Blickfang in meiner Sammlung stehen habe, obwohl ich sonst überhaupt keine Beziehung zur Piratenwelt habe. Nach langem Überlegen habe ich die Gelegenheit und den idealen Zeitpunkt mit meinem Kanal genützt und meine Piratenwelt mit 3 weiteren großen kultigen Packungen erweitert. Das Gouverneurskastell, den Freihafen und die Südseeinsel, die wir uns Schritt für Schritt in den nächsten Folgen anschauen werden. Für heute ist die Zeit leider wieder schon zu Ende. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!